Das sind Naturgewalten, die kann man nicht beschreiben. Da kriegten wir da so einen gescheuert, einmal voll durchgekentert. Wir haben ein schwaches Mayday gehört und dann hat man so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Es hieß halt, dass der Seenotrettungskreuzer in Seenot ist, was uns natürlich direkt besonders alarmiert hat. Dann saßen wir anstatt mit 4 Mann, die wir rausgefahren waren, waren wir mit 2 Mann. Da waren Kollegen, da müssen wir hin und da müssen wir helfen. Seit Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Jahr 1865 sind die Seenotretter freiwillig auf Nord- und Ostsee im Einsatz, rund um die Uhr und bei jedem Wetter. Dabei begeben sie sich nicht selten auch selbst in Gefahr. Am 1. Januar 1995 verunglückt der auf Borkum stationierte Seenotrettungskreuzer Alfred Krupp in schwerer See. 2 Seenotretter kommen dabei ums Leben. Doch 2 andere überleben dank des mutigen und selbstlosen Einsatzes ihrer Kollegen. Dieser Film erzählt ihre Geschichte. Die Insel Norderney. Von hier fuhren die Seenotretter Berend Dirksen, Michael Ulrichs und Hermann Janssen jahrelang raus, wenn andere Hilfe brauchten. Im Spätsommer 2024 treffen sie sich an einem Schiff wieder, das sie alle besonders geprägt hat, dem Seenotrettungskreuzer Otto Schöke. Von 1969 bis 1997 war das rund 19 Meter lange Schiff auf Norderney stationiert. Also mit der Schöke hat man schon echt viel erlebt und mit der Schöke zusammen hat man viele Menschen schon echt wirklich das Leben gerettet. Ne? Während Michael Ulrichs immer noch als Rettungsmann aktiv ist, sind seine beiden Kollegen inzwischen im Ruhestand. Viele schwierige Einsätze haben sie gemeinsam bestritten. Doch was sie und der inzwischen verstorbene Vormann Peter Sass in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 1995 erleben, beschäftigt sie bis heute. Das sind also Bilder, ich sage, nach diesen ganzen Jahren, was wir da erlebt haben, die sind immer noch im Kopf. Also für mich kommt das vor, wenn ich da jetzt auch drüber erzähle, als ob das heute wäre. Ne? Diese Ereignisse beginnen für die Crew der Otto Schöke am späten Abend des 1. Januar. Während draußen ein heftiger Sturm über Norderney und das gesamte Seegebiet tobt, hängt Hermann Janssen mit einem Ohr immer am Funk. Nach 22 Uhr wird er hellhörig. Da rief MRCC ständig die Alfred Krupp. Alfred Krupp. Alfred Krupp, MRCC. Und die antworteten nicht. Ja, und irgendwann bin ich dann nochmal zwischengegangen und habe versucht, Relais zu machen. Das heißt, ich habe auch die Alfred Krupp gerufen und da rief dann MRCC, wer war das? Ich sage, ja, das ist die Schöke, die wollte ein Relais machen. Ja, da stimmt irgendwas nicht mit der Alfred Krupp, sofort auslaufen. Was darauf folgt, welche lange und schwere Stunden auf sie warten, ahnt die 4-köpfige Besatzung an Bord der Otto Schöke da noch nicht. Rund 3 Stunden zuvor in der Rettungsleitstelle See der DGZRS, dem Maritime Rescue Coordination Center Bremen, kurz MRCC. Erfahrene Nautiker und Funker der DGZRS koordinieren alle Seenotfälle in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Auch dort rüttet der Wind an den Fenstern. Die Wachleiter bereiten sich trotz des Wetters auf eine hoffentlich ruhige Nacht vor. Das Wetter war, platt gesagt, extrem schlecht. Es war eine Orkanlage. Ich meine mich auch zu erinnern, dass es Schneefall, Regen, schlechte Sicht war. Eigentlich hat man sich nicht darauf vorbereitet, weil das eigentlich immer die Situationen sind, wo in der Regel sehr wenig passiert. Freizeitschifffahrt gibt es im Anfang Januar sowieso im Prinzip gar nicht. Die Berufsschifffahrt ist gewarnt. Das ist eher so ein sehr ruhiger Tag, wo man sich mit Routinearbeiten beschäftigen kann. Seit inzwischen mehr als 30 Jahren arbeitet Dirk Hinners-Stommel im und für das MRCC Bremen. Der Beginn des Jahres 1995 markiert die erste Neujahrsschicht seiner Laufbahn. Und diese hat es wider Erwarten plötzlich in sich. Gegen 20 vor 8 am Abend bitten die niederländischen Kollegen um Hilfe. Von der KNRM-Station Lauwersoog aus geht das Rettungsboot Rebroeders Lüden in einen Einsatz.
Dabei stürzt nördlich der Insel Schiermonnikoog ein Seenotretter in die tosende Nordsee. Seine Kollegen verlieren ihn schnell aus den Augen. Ihn zu retten ist nahezu aussichtslos. Natürlich kriegt man zuerst die Meldung mit, da ist ein holländischer Kollege über Bord gegangen in einer Einsatzsituation. Ist dann auch keine Frage, dass die eigenen Einheiten zur Unterstützung kommen. Und auch die werden auch gefahren ohne Anforderung durch die holländischen Kollegen. Also das ist einfach eine sehr, sehr enge Partnerschaft, Freundschaft zwischen Organisationen und auch Menschen. Erst vor gut einer Stunde ist der Seenotrettungskreuzer Alfred Krupp von einem Routineeinsatz zurückgekehrt. Seit 1988 ist er im Dienst für die DGZS auf der Station Borkum. Die Seenotretter der westlichsten deutschen Insel arbeiten häufig mit ihren niederländischen Kollegen zusammen. Nun sollen sie ihnen selbst helfen. Per Funk bittet MRCC Bremen, die Alfred Krupp auszulaufen. Alfred Krupp, MRCC. Alfred Krupp, MRCC. Das tut mir leid, wir sind sofort raus. Brüder Studen hat einen Mann verloren. Alles andere kommt nachher. Sekunde, mein Kollege hat sie gerade. Ich bin gleich wieder da. Irgendwie eine Ansteuerung, meine ich. Bernd Schiermonnikoog, Lightboy. Ansteuerung, aber ich komme gleich wieder. Auf Borkum wirft die vierköpfige Crew sofort die Leinen los. An Bord sind der Vormann Bernd Gruben, die Rettungsmänner Bernd Runde und Diederich Fehn sowie der Maschinist Theo Fischer. Während sich die Alfred Krupp durch die aufgepeitschte Nordsee Richtung Schiermonnikoog kämpft, läuft die Rettungsaktion dort auf vollen Touren. Obwohl die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, bei dem heftigen Seegang und den eisigen Temperaturen einen Schiffbrüchigen noch lebend zu finden, gelingt nach ganzen 2 Stunden das Unmögliche. Ein Hubschrauber kann den niederländischen Seenotretter bergen und in Sicherheit bringen. Auch im MRCC Bremen mischt sich Erleichterung mit großer Freude. This is MRCC Bremen. Good evening. We have just received a message from Nordic Radio that the missing person was picked up a helicopter. Yes, we have picked up the helicopter still alive. Oh, I see. Okay, plenty or many congratulations to your success. Yeah, thank you very much. Ich würde mal sagen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten ist man halt regelrecht euphorisiert, freut sich, super, erfolgreiche Mission, toll, und eigentlich beginnt danach ja eigentlich der Routine-Rückzug der Einheiten. Jeder fährt zurück zu seiner Basis und irgendwann denkt man sich, hat die Krupp eigentlich Bescheid gesagt, dass sie jetzt auf dem Rückweg sind? Ich frage mal nach. Und dann fragt man nach und man kriegt keine Antwort. Zunächst ist das noch kein großer Grund zur Sorge. Anders als heutzutage gibt es 1995 bei Sturm keine verlässliche direkte Kommunikation zwischen der Rettungsleitstelle und den Einheiten, wenn sie weiter draußen auf See sind. Es gibt noch kein satellitengestütztes Ortungssystem. Funk ist oft nur über Relais- und Küstenfunkstellen möglich. Die Männer an Bord der Alfred Krupp sind daher immer wieder auf sich allein gestellt. Nachdem sie von der erfolgreichen Rettung des Niederländers erfahren hat, dreht die Crew um und nimmt wieder Kurs auf Borkum. Doch das ist alles andere als einfach. Der Orkan sorgt für gewaltigen Seegang, 15 Meter hohe Wellen sind keine Seltenheit. Auf ihrem Weg nach Hause müssen die Seenotretter durch das Hubertgat, eine natürliche Vertiefung der Nordsee mit starker Strömung. Dort, wo flaches auf tiefes Wasser trifft, folgt ein riesiger Brecher auf den nächsten. Bereits vor der Einfahrt in diese Passage ist die Alfred Krupp extremem Seegang ausgesetzt. Seegang im Modellformat herrscht in Hannover, sozusagen auf Knopfdruck. Als Betriebsleiter am Niedersächsischen Forschungszentrum Küste geht Dr. Stefan Schimmels mit seinem Team Fragen nach, wie bestimmte Wellen und Strömungen entstehen und welchen Einfluss sie auf Schiffe oder maritime Strukturen wie etwa Offshore-Windräder haben. Dazu unterhält das Forschungszentrum in Hannover mit dem rund 300 Meter langen großen Wellenströmungskanal GWK Plus die weltweit größte Anlage ihrer Art. Der Kanal kann komplexe Seegänge simulieren, darunter auch sogenannte Extrem- oder Monsterwellen. Doch was verbirgt sich hinter diesem emotionsgeladenen Begriff eigentlich? Eine Monsterwelle an sich definiert sich auch dadurch, dass sie höher ist als das Doppelte der signifikanten Wellenhöhe. Und wenn man sich dann so eine Zeitreihe einmal zugrunde legt und die einzelnen Wellen einfach da rauspickt und jede einzelne Wellenhöhe dann aufträgt und dann das obere Drittel
dieser Wellenhöhen nimmt und davon der Mittelwert. Das ist die signifikante Wellenhöhe. Soweit die Theorie. Dennoch gelten Monsterwellen noch bis ins späte 20. Jahrhundert als Mythos. Man hatte immer schon Schiffsunglücke gehabt in der Vergangenheit. Und wenn Überlebende dann berichtet haben, oh, wir sind auf eine wahnsinnig große Welle getroffen und die hat eben alles zerstört, dann hat man das tatsächlich als Seemannsgarn abgetan, weil ja, nach linearen Theorien und nach den einfachen Theorien, die damals eben auch verwendet wurden, statistische Verfahren, war es im Grunde genommen unmöglich, dass eine solch extrem hohe Welle existiert. Um diese gängige Ansicht zu widerlegen, fehlen schlichtweg Beweise. An jenem 1. Januar 1995, mehrere Stunden bevor die Alfred Krupp in See sticht, liefert die Draupner-Plattform diesen notwendigen Beweis. Die Bohrinsel liegt in der zentralen Nordsee, 160 Kilometer vor der Küste Norwegens. Gegen 16 Uhr herrscht auch dort eine orkanartige Lage. Der hohe Seegang läuft unter den mächtigen Stützpfeilern der Plattform durch. Dann aber erscheint wie aus dem Nichts eine steile Wellenwand, die auch die Struktur der Bohrinsel trifft, zum Glück jedoch ohne größere Schäden zu verursachen. Den Nachweis, dass diese Monsterwelle wirklich existiert, liefert ein modernes Lasermessgerät, über das die recht neue Bohrinsel verfügt. Die Messkurve zeigt eindeutig, im Seegang gibt es einen deutlichen Ausreißer, die später nach der Plattform benannte 26 Meter hohe Draupnerwelle. Erst seit diesem Ereignis beschäftigt sich die Wissenschaft ernsthaft mit dem Thema Extremwellen. Wie genau sie entstehen, ist nicht abschließend geklärt. Entscheidende Faktoren sind jedoch unterschiedliche Geschwindigkeiten von Wellen im Seegang und unterschiedliche Richtungen, aus denen sie kommen. Und wenn ich eben ganz viele Wellen habe mit unterschiedlicher Länge in solch einem Seegang, dann überholen eben die längeren Wellen die kürzeren, weil sie etwas schneller sind. Und so kann es einfach passieren, dass durch Zufall an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich sich mehrere Wellenberge überlagern und es dann zu dieser extrem hohen Welle kommt. So plötzlich wie Monsterwellen entstehen, verschwinden sie auch wieder. Sie exakt vorherzusagen ist zwar ein Ziel der Forschung, jedoch ist das nahezu unmöglich. Wohl aber weiß die Wissenschaft inzwischen, dass das Zusammenspiel von Wind- und Meeresströmungen die Entstehung von Monsterwellen beeinflusst. Und sie kennt Extremwetterlagen, die das Risiko erhöhen, so wie auf der Nordsee am 1. Januar 1995. Auf der Heimfahrt nach Borkum steuert Vormann Bernd Gruben das fast 28 Meter lange Schiff von einem offenen Fahrstand. Neben ihm sitzt Maschinist Theo Fischer. Gerade als dieser den sicheren Platz für einen Kontrollgang zum Maschinenraum verlässt und den offenen Niedergang hinabsteigt, passiert es. Eine gigantische Welle erfasst wie aus dem Nichts die Alfred Krupp. Die Wassermassen überrollen den Seenotrettungskreuzer und werfen ihn mit geballter Wucht um. Theo Fischer wird dabei von Bord gerissen und verschwindet in der kochenden See. Es ist höchstwahrscheinlich, wenn man sich das Ganze ansieht, dass die Alfred Krupp schlicht und ergreifend in dem Moment am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt gewesen ist und durch eine Monsterwelle zum Kentern gebracht wurde. Theo Fischers Kollegen an Bord werden allesamt verletzt. Einer davon war Bernd Runde. Er hatte den Vorfall damals überlebt. 2018 äußerte sich der inzwischen verstorbene Seenotretter zum einzigen Mal vor Kameras zu dem folgenschweren Moment. Da kriegten wir da so einen gescheuert. Da hat das Schiff sich gedreht und zwar voll um die Längsachse. Einmal voll durchgekentert. Und das war um 22:14 Uhr und 38 Sekunden hat der Schreiber die Maschinenüberwachung seinen Geist aufgegeben. Deswegen weiß ich diesen Zeitpunkt so genau. Die Alfred Krupp treibt mehrere Sekunden kehloben und kentert dann durch, richtet sich also wieder auf, ganz so, wie es konstruktionsbedingt vorgesehen ist. Das Schiff ist jedoch stark beschädigt, die Maschinen stoppen, die Elektrik fällt aus. Von den Wellen wird die Alfred Krupp von einer Seite auf die andere geschleudert und mit ihr die Überlebenden. Ein Handfunkgerät mit geringer Reichweite ist für die verbliebenen 3 Seenotretter die einzige begrenzte Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Sie senden Mayday an die umliegende Schifffahrt. Unmittelbare Lebensgefahr. Die
Die Rettungsleitstelle See in Bremen können die Männer so jedoch nicht erreichen. Nach 22 Uhr, nicht einmal eine gute halbe Stunde nach der Rettung des Niederländers, schlägt die zunächst fröhliche Stimmung bald ins völlige Gegenteil um. MRCC Bremen, ja, Kasowski Nordakladio. Wir haben den Alfred Krupp auf allen Kanälen gerufen. Ja. Die Holländer rufen, wir rufen, Emsradio ruft. Der meldet sich nicht. Irgendwann macht sich so ein Gefühl im Bauch breit, was sich nicht gut anfühlt. Dann versucht man Informationen einzuholen. Nordakladio zu der Zeit, habt ihr was gehört? Die holländischen Kollegen angerufen. Und tatsächlich, ein Telefonat um 22:25 Uhr bestätigt, die Alfred Krupp ist in Seenot. This is MRCC Bremen again. Yes. Are you still in contact with Alfred Krupp? No, I've called several times a Mayday relay, and I think it is from the Alfred Krupp. Oh, I see. And, because Nordic Radio, they informed us, and they heard your relay. Yes, it was the relay of the Alfred Krupp. You called several times and Mayday. And when did you receive a message from Alfred Krupp? 5 minutes ago. 5 minutes ago. Yes. That means 20 to 20. 20 to 20, that's correct. Was genau passiert ist, wissen die Kollegen im MRCC Bremen nicht. Doch statt zu spekulieren, sondieren sie die Lage und setzen routiniert die Rettungsmaßnahmen in Gang. Jetzt gehen auch die 4 Seenotretter an Bord der Otto Schöke in den Einsatz. Der Orkan bläst unvermindert weiter, dennoch zögert die Mannschaft nicht einen Augenblick. Nee, man hat da gar nicht drüber nachgedacht. Es ist jetzt so gewesen, dass jemand Hilfe brauchte, dann auch noch unsere eigenen Kollegen. Einsatz. Und dann spielt sich das eigentlich ganz normal ab, dass man, gut, Einsatz, wir machen uns fertig, jeder springt auf seinen Posten, wo er hin muss, und dann geht das los. Ne? Der Sturm sorgt für ein derartiges Hochwasser, dass die Otto Schöke von Norderney quer über die Wattengebiete bis nach Borkum fahren kann, wo die Mannschaft kurz im Schutz des Hafens die Schleppleine vorbereitet. Als der Seenotrettungskreuzer dann aber weiter nach Westen steuert, in Richtung der vermuteten Position der Alfred Krupp, schlägt den Männern an Bord die volle Wucht der Natur entgegen. Da fing die See an zu kochen, der Wind peitscht einem ins Gesicht und dann runter, wenn dann dicke Wellen rüberkamen. Wir sind durch manche Wellen sind wir ja wie so ein U-Boot quasi durchgegangen, da ging das Wasser hier rüber. Ja, und da waren dann Seen bei, da konnte man manchmal von hier aus ins Wasser greifen, weil das Schiff fast auf 90 Grad auf der Seite lag. Manchmal lagen wir dann auf der anderen Seite, dann hatte man da so 10 Meter Tiefe, weil die Wellenberge, die abgeritten werden mussten, das war schon heftig. Bernd Dirksen verbringt die ganze Anfahrt auf dem oberen Fahrstand und assistiert Vormann Peter Sass. Der erfahrene Schiffsführer muss all seine Konzentration aufbringen, um das Schiff durch die tobende See zu steuern, während der Wind ohrenbetäubend heult und ständig Gischt und Wasser auf die Männer niederprasseln. Man kommt sich mit diesem Schiff da draußen wie so ein kleines Licht vor. Also da muss ich Peter wirklich sagen, das hat er so souverän gemeistert. Also da hatte ich Vertrauen. Unter Deck versuchen Michael Ulrichs und Hermann Janssen ihren Aufgaben nachzugehen. Mehr als 2 Jahrzehnte fahren sie gemeinsam Einsätze, doch diese Sturmfahrt ist nahezu einmalig. Also hier war wie in der Waschmaschine, als wenn man in der Waschmaschine sitzt und man sieht nichts mehr. Also hier hat man immer nur grünes Wasser gesehen. Man konnte mal versuchen rauszugucken, ich sehe nichts. Ich habe am Schreibtisch gesessen und zu funken, eine Hand muss ich festhalten, eine Hand den Hörer. War nicht mit hier rumlaufen oder irgend sowas, das funktionierte nicht. Während die Otto Schöke Crew mit den widrigen Bedingungen kämpft, ist für sie völlig unklar, wie es den Kollegen auf der Alfred Krupp geht. Und ob sie diese überhaupt erreichen können, ist auch noch ungewiss. Ungefähr zur gleichen Zeit startet von Borkum eine Sea King der Marine. Der Such- und Rettungshubschrauber ist ein treuer Partner der Seenotretter aus ungezählten gemeinsamen Einsätzen. Doch jetzt benötigen sie selbst seine Hilfe. Es fing damit an, dass der Einsatz reinkam und es hieß halt, dass der Seenotrettungskreuzer in Seenot ist, was uns natürlich direkt besonders alarmiert hat. Wir konnten also kaum vorstellen, was überhaupt passiert ist oder passiert sein musste, damit der Rettungskreuzer dann da ein Mayday absetzt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Detlef Finster inzwischen in der Rettungsleitstelle See der DGZRS. In den 1990er Jahren jedoch ist er Marineflieger und Teil einer Sea King-Besatzung. Als Operationsoffizier fliegt er in der Maschine, die als erste auf die Suche nach der Alfred Krupp geschickt wird.
Das Bordradar ist eine enorme Hilfe. Bei dem Sturm und dieser Jahreszeit gibt es kaum Schiffe auf See. So steuern sie den ersten Radarkontakt an, den Detlef Finster auf den Schirm bekommt. Wir haben keinen Funkkontakt mit der Alfred Krupp herstellen können, konnten also uns auf nichts einstellen. Und ja, ich bin ja derjenige, der hinten links sitzt, also ich kann nicht so viel sehen. Ich muss mich halt auch auf das verlassen, was die Piloten mir erzählen. Und als wir angekommen sind, ich habe die Herr Alfred Krupp irgendwann auf dem Radar drauf gehabt, habe die Piloten dann dorthin gelotst, geleitet. Und als wir angekommen sind, war vorne erstmal Ruhe, weil die Piloten schockiert waren. Die Hubschrauber- und Schiffsbesatzungen kennen sich, trainieren und retten regelmäßig gemeinsam. Auch deshalb nimmt die Marineflieger das Bild sehr mit, das sich ihnen bietet. Ein Schiff, was führungslos in den Wellen trieb. Wir hatten ja nur wirklich Kreuzsee. Die Wellen sind ja von links und von rechts gleichzeitig gekommen. Dadurch halt die extrem hohen Wellen, die auf die Alfred Krupp dort eingeschlagen sind. Und das Schiff war halt führungslos und hat deswegen unheimlich stark Schlagseite gemacht. Teilweise bis zu 80, 90 Grad Schlagseite. Es war also unglaublich, wie schnell sie dann von einer Seite auf die andere Seite rübergeschlagen ist. Routiniert macht sich Detlef Finster bereit, wie sonst üblich bei Einsätzen, mit der Seilwinde auf das havarierte Schiff herabgelassen zu werden, um die Schiffbrüchigen an Bord zu nehmen. Doch dazu kommt es nicht. Der Pilot hat sich dann dazu entschieden, mich nicht runterzulassen. Er hat gesagt, das ist viel zu gefährlich, das ist eine lebensbedrohliche oder lebensgefährliche Einsatz für mich, wenn er mich da runterlässt. Das macht er auf keinen Fall. Die Seenotretter auf der Alfred Krupp haben den Hubschrauber inzwischen bemerkt. Teils kriechend kämpfen sie sich auf das Vorschiff. Die Sea King-Besatzung versucht nun, die Seilwinde allein herabzulassen. Doch die Rettung quasi vor Augen schaffen es die Überlebenden einfach nicht, das Seil zu packen. Die Piloten waren einfach nicht in der Lage, die Schlinge unten dort in die Hand des Besatzungsmitgliedes runterzubringen. Es war einfach völlig unmöglich. Das müssen schließlich auch die 3 Seenotretter auf der Alfred Krupp einsehen. Und ausgerechnet in dem Moment, in dem ihre Rettung vorerst scheitert, passiert das nächste Unglück. Bernd Runde erinnert sich. Dann wieder auf den Rückweg in den sicheren Aufbau. Ich voran, mein Kollege, der hat sich einen gewaltigen Fuß zertrümmert, hatte der konnte nicht, das ging auf allen Vieren. Ich voran, die Tür aufgemacht, die Feen in den Aufbau. Bernd Gruben war best. Bernd Gruben war weg. Auf dem Rückweg in den beschädigten Aufbau reißt eine weitere große Welle Vormann Bernd Gruben über Bord. Unbemerkt von der Hubschraubercrew ist Gruben binnen Sekunden Dutzende Meter vom Schiff entfernt. Das Blinklicht seiner Rettungsweste leuchtet noch ein paar Male in der Dunkelheit auf. Dann ist er verschwunden. War der weg. Tja, dann ich in Aufbau. Was blieb mir anderes übrig? Tür zu. Dann saßen wir anstatt mit 4 Mann, die wir rausgefahren waren, waren wir mit 2 Mann. Nicht? Oh, bittere Stunden. Nicht? Weil Bernd Runde und Diederich Fehn nicht kommunizieren können, wissen die Rettungskräfte stundenlang nichts davon, dass 2 Seenotretter über Bord gegangen sind. Deren verbliebene Kollegen sind zwar wieder im Inneren der Alfred Krupp, doch wie lange das schwer beschädigte Schiff den ständigen Brechern noch trotzen kann, ist unklar. Mehrere Einheiten der DGZRS, darunter die auf Helgoland stationierte Wilhelm Kaisen, versuchen zur Alfred Krupp durchzukommen. Doch der extreme Seegang ist eine riesige Herausforderung. Das war Adrenalin pur, da hat man keine anderen Gedanken als hin und irgendwie retten. Die Wilhelm Kaisen sagte ja, bleibt draußen, aber da waren wir schon mittendrin. Ne? Trotz schwierigster Umstände erreicht die Otto Schöke dann gegen 2 Uhr nachts die Alfred Krupp. Sofort versucht die Crew, eine Leinenverbindung zwischen beiden Schiffen herzustellen. Bei den herrschenden Bedingungen ein hochriskantes Manöver. Die Krupp, die war ja am Dümpeln, beziehungsweise die hin und her. Und wir versuchen, ranzukommen. Und irgendwann machte das Schiff so und haute vor uns so einen Meter vom Steven runter. Also wenn 1 Meter weiter gewesen, dann wären wir wahrscheinlich platt gewesen. Oben Masten, das war Millimeter, dass wir da noch so gerade vorweggekommen sind. Die Crew der Otto Schöke will ihre Kollegen unbedingt retten. Doch wenn auch sie verunglücken, würde die Lage nur noch schlimmer.
was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir denn jetzt die Alfred Krupp eingefangen? Ne? Was machen wir jetzt? Ne? Und dann waren wir noch überlegen. Und da dauerte das nicht lange. Und auf einmal sahen wir, dass eine Person bei Alfred Krupp vorne an Deck ging. Es ist Bernd Runde, der sofort neue Hoffnung schöpft. Die Farben, die kannst du, ein deutscher Seenotkreuzer. Ne? Waren die Kollegen aus Norderney, haben sich auf den Weg gemacht, um uns da rauszuholen. Runde setzt alles auf eine Karte, jetzt oder nie. Und der ist nach vorne gegangen, hat dann praktisch die Vorpik aufgemacht und die hatten vorne noch eine Schleppleine drin, eine Treibleine. Der ist ja nicht hingelaufen, sondern ist da hingekrabbelt. Auf Knien ist er da hingekrabbelt und dann verschwand er da in der Pik. Und der ist dann da runtergekrochen, hat die dann vorne durch die Klüse von Alfred Krupp durchgesteckt und hat die einfach nur rausgesteckt, bis das Ende von der Leine kam, hat dieses Ende auf dem Poller von der Alfred Krupp gemacht und dann ist die Leine auf dem Wasser, trieb die dann so. Und wir haben das dann gesehen, was für eine geile Idee. Der hatte die Leine einfach rausgesteckt und wir versuchen jetzt einfach mal an die Leine ran. Wir brauchen nicht ans Schiff, wir brauchen nur an die Leine fahren. Um die Leine erreichen zu können, müssen Bernd Dirksen und Michael Ulrichs aufs Vorschiff der Otto Schülke. Mit Sorgleinen sichern sie sich dabei am Schiff. Das rettet Ulrichs wohl das Leben. Ich sah dann nur, dass da eine riesen Mörderwelle ankam. Ich stand vorne, ich guckte nur und auf einmal lief diese Welle durch. Und wo ich dann wieder bei Verstand kam, da war ich hier an der Seite von den Aufbauten, ne? Wo ich dann von vorne nach Achtern geschleudert worden bin. Und wenn ich da nicht angeschnallt gewesen wäre, wäre ich auch über Bord gewesen. Doch die beiden überstehen auch diese Situation. Mit einem Hakstock versuchen sie, die auf dem Wasser treibende Leine zu fassen zu bekommen. Vormann Peter Sass steuert präzise neben die Leine und tatsächlich, Ulrichs und Dirksen bekommen das Tau zu fassen, die einzig mögliche Verbindung zur taumelnden Alfred Krupp. Die ganze Leine ist eine nochmal weggefallen und ich habe sie einfach krampfhaft festgehalten und nicht wieder losgedacht. Ich sagte, das Schiff ist da dran, das lassen wir nicht wieder los. Dann haben wir beigedreht und dann hatten wir den hinten auf den Haken. Nun steuert die Otto Schülke das niederländische Eemshaven an. Die Fahrt ist anstrengend und langsam. Das Schicksal der viel schwereren Alfred Krupp hängt am Haken der Otto Schülke und der Schleppleine. Wenn wir geschleppt haben, da haben wir manchmal das Gefühl gehabt, die Alfred Krupp hat uns geschleppt, weil die uns rückwärts gezogen hat. Wir hatten immer nur gedacht, hoffentlich hält diese Leine und wir verlieren den nicht wieder. Ne? Nachdem sie eine Weile die Alfred Krupp im Schlepp hat, ist die Otto Schülke dann nicht mehr allein. Während der Orkan allmählich schwächer wird, stößt das niederländische Seenotrettungsboot Jan van Engelenburg hinzu. Wo wir den in Schlepp hatten, den Krupp, sind die hinten drauf auf der Krupp. Und ja, das dauerte natürlich nicht lange. Dann meldeten die sich hier über Funk und sagten dann, dass da 2 Mann fehlen. Dann haben die das Bernd Runde in der Hand gegeben, das Funkgerät, und die Stimme, die dann aus dem Lautsprecher kam, das war dann Bernd Runde. Man kennt diese Stimme, ja. Ne? Weil man kennt die Leute und dann kam diese Stimme und da sagt er, Jungs, da seid ihr meine Lebensretter so ungefähr. Ne? Also so hat er das sich auch ausgedrückt. Ne? Ja. Und da sagt er gleich von vornherein, Bernd und Theo sind weg. So, da wussten wir gar nicht mehr, was wir sagen sollten. Ne? Die Euphorie über die vermeintliche Rettung aller Kollegen ist sofort wieder verflogen. Während sich die Mannschaft der Otto Schülke darauf konzentriert, das Schiff mitsamt den beiden Überlebenden in den sicheren Hafen zu bringen, beginnt in der Rettungsleitstelle See in Bremen die nächste große Suche. Man denkt, super, jetzt haben wir es geschafft und erfolgreich. Und dann kommt natürlich der nächste, am Ende Schlag ins Gesicht. Jetzt wissen wir, 2 Leute sind weg. Und gleichzeitig beginnt eine Personensuche. Auch mit dem Drama, wo sind denn die Leute über Bord gegangen? Wo könnten sie jetzt sein? Wo man suchen musste, war dann relativ klar, aber das Gebiet war relativ groß. Was folgt, ist eine der längsten Suchen in der Geschichte der DGZRS. Gemeinsam mit den niederländischen Kollegen wird ein Suchgebiet berechnet und festgelegt. Neben eigenen Rettungseinheiten unterstützen zahlreiche Behördenfahrzeuge und Hubschrauber die Maßnahmen. Alle mit dem Ziel vor Augen, die beiden vermissten Seenotretter noch lebend zu finden. Und mit jeder Minute, die verstreicht, sinkt die Wahrscheinlichkeit dafür. Fast 30 Jahre später, vor der Insel Borkum, ist der dort stationierte Seenotrettungskreuzer Hamburg unterwegs auf Kontrollfahrt. 2020 hat das moderne Spezialschiff der 28-Meter-Klasse seinen Vorgänger Alfred Krupp abgelöst. Vormann an Bord ist Michael Haag, der mit beiden Schiffen bestens vertraut ist und mit dem Revier rund um die Insel, das seine Tücken hat. Also die Herausforderung, wenn man das Wetter sieht, ist nördliche, nordwestliche Wetterlage.
mit einigen Tagen anhaltendem Wind oder Sturm, dann baut sich eben auf die flachen Senden vor Borkum eben schon unheimliche See auf. Ne? Und dann ist auch das Gefahrenpotenzial auch wesentlich höher als jetzt. Ne? Andere Reviere haben auch knifflige Sachen, aber hier, denke ich mal, ist das schon, zumindest von den Wellenhöhen, die sich hier entwickeln kann, ist es hier schon außergewöhnlich. Das Unglück der Alfred Krupp hat für Borkum und auch die dortigen Seenotretter eine große Bedeutung. Immer wieder ist es einmal Thema. Doch wenn Michael Haag und seine Kollegen in Einsätze gehen, hat die Vergangenheit keinen Platz. Dann gilt die volle Aufmerksamkeit dem Hier und Jetzt. Man versucht, den Job möglichst gut zu machen und dann konzentriert man sich auf das Geschehen. Und vielleicht schwingt dann hinterher mal so ein bisschen in der Retroperspektive, dass man da so sagt, okay, so eine Situation haben wir jetzt noch nicht erlebt, was können wir da für Lehren daraus ziehen? Extremwellen und enormen Stürmen kann die beste Technik nicht standhalten. Kein Schiff ist absolut sicher. Doch nach dem Unfall von 1995 fließt viel Energie in die Verbesserung der persönlichen Schutzausrüstung, kurz PSA. Der Gedanke dahinter, wenn trotz allen Vorkehrungen immer ein Restrisiko besteht, dass Einsatzkräfte über Bord gehen, sollen sie noch besser ausgestattet sein, sodass ihre Überlebenschancen maximiert werden. Rettungswesten und Überlebensanzüge der Seenotretter werden nochmals konsequent weiterentwickelt. Überlebensanzüge schützen den Körper im Wasser vor dem Auskühlen und halten dabei auch extremen Bedingungen stand. Gemeinsam mit maritimen Ausrüstern entwickelt die DGZRS fortlaufend eigene Rettungswesten, die an die besonderen Bedingungen im Such- und Rettungsdienst auf See angepasst sind. Also wenn beide Schrittgurte angelegt worden sind, der Leibgurt angelegt worden ist, haben wir eben die Garantie, dass wir mit der Luft, die hier eingeblasen wird, über Wasser bleiben. Sollte eine Ohnmacht eintreten, wird der Kopf, das Haupt eben auch noch geschützt oder auch aufrecht gehalten. Eine besondere Herausforderung ist es, Menschen im Wasser überhaupt erst zu finden, bevor sie gerettet werden können, vor allem bei sehr schlechtem Wetter. Auch dafür ist die Weste ausgestattet. Neben der Druckflasche, die eben die Luft freigibt in diesen Polstern, haben wir hier eben noch den Sender untergebracht, der eben auch beim Eintritt ins Wasser ausgelöst wird. Hier das Spezielle ist, dass man eben ein AIS-Signal abgibt, so wie ein Schiff, ein Boot auf der Seekarte zu sehen ist. Das ist die optimale Lösung, jemanden schnell zu lokalisieren und wieder aufzunehmen. Heute gehören solche Ortungsgeräte zur Standardausrüstung der Seenotretter. Doch 1995 ist das noch Zukunftsmusik. 3 Tage lang läuft die Suche nach Bernhard Gruben und Theo Fischer, letztlich ohne Ergebnis. Ihre Leichen werden viel später, eine erst nach mehreren Monaten, geborgen. 2 Jahre danach ehrt die DGZRS die beiden Rettungsmänner, indem sie 2 neue Seenotrettungskreuzer nach ihnen benennt. Und bei aller Tragik setzt bei den beteiligten Einsatzkräften bald die Erkenntnis ein, dass 2 Menschenleben gerettet werden konnten. Am Morgen des 2. Januar 1995 läuft die Otto Schülke in Emshaven ein, im Schlepp die stark beschädigte Alfred Krupp. Das Ausmaß der Schäden wird erst jetzt bei Tageslicht richtig deutlich. Der Mast, der wohl Grundberührung hatte, ist abgeknickt. 2 Fenster sind durch die unvorstellbare Gewalt der Wellen eingedrückt. Wasser drang dadurch ein und beschädigte die Elektrik. Wir sind rübergegangen, ich habe den Hilfsdiesel, der noch immer lief, den habe ich dann abgestellt und dann geguckt, was da nun in der Maschine los war. Das Schiff sei ja eine Katastrophe von der Also als wenn da einer eine Handgranate reingeschmissen hätte. Ja. Also das war nicht schön. Während ihre beiden geretteten Kollegen zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden, fährt die Crew der Otto Schülke zurück nach Norderney. Dort werden sie nach 12 Stunden auf See abgelöst. Die Eindrücke dieses Einsatzes hallen bis heute nach. Doch zunächst können die 4 Seenotretter nur langsam verarbeiten, welch Unglaubliches sie gerade gemeinsam durchlebt und geleistet haben. Man hat das gar nicht registriert und erst zu Hause, wo wir wieder festlagen, da war das so ein Punkt, wo man sagte, so, das hat man gehabt, das hat man geschafft. Dass die beiden weg waren, war schlecht, aber dass wir die beiden anderen geholt haben, gerettet haben, das war gut. Diederich Fehn und Bernd Runde, die beiden Überlebenden der Havarie der Alfred Krupp, sind inzwischen verstorben. Doch es waren ihre Kollegen, die ihnen zuvor mit selbstlosem Einsatz ein zweites Leben verschafft haben.
Ich hatte noch gar nicht erfasst, was für ein Glück ich da hatte. Das ist erst später gekommen. Ich habe 2 ganz liebe Kollegen verloren. Nicht? Und das tut unheimlich weh. Nicht? Das tut unheimlich weh. Aber ich habe 4 Freunde gewonnen durch diese bitteren Umstände, nicht? Die mich da rausgeholt haben. Das werde ich den Leuten nie vergessen können.